Herzlich willkommen heute zu uns im Innosabi Innovator Studio. Ich freue mich, dass wir einen ganz besonders spannenden Gast heute zu Besuch haben, und zwar Christine Martern von der Deutschen Bank. Christine arbeitet im Bereich der strategischen und disruptiven Programme, und wir haben gerade eine ganz spannende Zusammenarbeit gehabt, über die ich dich heute ein bisschen ausquetschen möchte. Sehr gerne. Ja, freue mich, dass du da bist, und würde dich bitten, vielleicht als erstes mal, erzähl doch mal unseren Zuschauern, wer bist du, was macht ihr vor allem auch im Bereich der disruptiven und strategischen Programme? Ja, also erstmal danke für die Einladung. Habe mich total auf heute gefreut. Vor allen Dingen auch nochmal drüber zu sprechen, was wir da Mhm. Spannendes erst im April gemacht haben zusammen. Ja, mein Name ist Christine Martern. Ich bin jetzt seit 21 Jahren bei der Deutschen Bank. 21 Jahre. 21 Jahre Wahnsinn. tatsächlich. Also wie wir auch immer sagen, ich bin das totale blaue Kind, habe da auch meine Ausbildung gemacht und ja, bin jetzt tätig für eben das Team Disruptive und strategische Mhm. Programme für die Privat- und Firmenkundenbank. Mhm. Und was wir dort tun, ist, wir suchen unter Einbindung von Markttrends und auch Gigatrends und vor allen Dingen auch ganz wichtig von Mhm. Kundeninsights, die sogenannten Beyond Banking Lösungen, also heißt Geschäftsmodelle für ein mögliches Banking der Zukunft. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ja, Mensch, welches Jahr geht es denn da? Ist das jetzt hier irgendwie nahe Zukunft oder ferne Zukunft? Dann eher die ferne Zukunft, Mhm. also so 2025. Mhm. Super spannend. Du hast gerade angesprochen, ihr fokussiert euch auf Markttrends, aber allen voran auch auf Kundenbedürfnisse, auf die Interaktion mit dem Kunden. Warum ist das für euch so wichtig? Warum spielt quasi gerade auch der Fokus auf den Kunden für euch so eine wichtige Rolle? Ja, also jetzt durch die Digitalisierung haben sich ja die Kundenbedürfnisse massiv verändert. Mhm. Ja, der Kunde erwartet dadurch, weil er es eigentlich tagtäglich auch genauso erlebt, super schnellen und guten Service und das eben Mhm. noch bei einer exzellenten User Experience. Mhm. Und genau diese Erwartungshaltung oder das, was er halt jetzt eigentlich schon gewohnt ist, adaptiert er jetzt auch auf andere Anbieter, also auch Mhm. auf uns damit. Ähm, Andererseits muss ich sagen, wir haben durch die Digitalisierung auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu unseren Mhm. Kunden, nämlich auch nochmal einen schnelleren Zugang zum Teil und können so nochmal seine Bedürfnisse zum Teil auch nochmal besser verstehen, Mhm. weil das ist es ja, was wir eigentlich tun wollen. Ja? Wir wollen diese Bedürfnisse bedienen, um so halt weiterhin ein echter und vor allen Dingen relevanter Partner für die Zukunft zu sein. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr habt für euch quasi, ihr habt verstanden, dass wenn ihr Beyond Banking denkt, also wenn ihr wirklich über euer Geschäft heute nachdenkt, dann kann es nur funktionieren, wenn es an den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet Exakt, ist. genau. Ähm, ein Tool, um quasi um solche Konzepte zu entwickeln, die Beyond Banking sind ja Hackathons, quasi Mhm. eine Methode auch aus dem Innovationsmanagement, aus der Digitalstrategie, die ihr für euch ja sehr erfolgreich einsetzt. Ähm, Dankeschön. ja, muss man so sagen. Und auch die Grundlage war für unsere Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie läuft so ein Hackathon ab? Was sind eure Ziele auch? Ja, Mhm. wie geht ihr das an? Was sind die Ergebnisse? Und ja, natürlich im Anschluss werde ich dich gerne noch ein bisschen mehr fragen, wie das dann mit Wasabi aussah. Ja, also wir haben wirklich schon, wie ich finde, viele Varianten von Hackathons tatsächlich ausprobiert und auch durchgeführt. Mhm. Das waren zum einen interne Hackathons, reine externe Hackathons, sogenannte Bootcamps, also so Mhm. kleinere Teams oder kleinere Hackathons, die wir dann für ganz gezielte Themen dann eingesetzt haben. Und ja, und jetzt halt kürzlich den Hackathon für und mit einer ganz spitzen und bestimmten Zielgruppe. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen an so ein Hackathon gibt, aber dass sie letztendlich sich in einem Thema immer einen. Und das ist halt die Bearbeitung eines Themas, einer Challenge Mhm. oder einer genauen Aufgabe. Mhm. Und diese leitet sich meiner Meinung nach, und so muss es auch sein, immer eines bestimmten Kundenbedürfnisses ab. Mhm. Und so schließt sich dann letztendlich der Mhm. Kreis. Ja? Hackathon ist, glaube ich, ein gutes Format, Mhm. um eben mal andere Ideen für ein bestimmtes Bedürfnis, für ein bestimmtes Kundenbedürfnis zu erhalten. Mhm. Mhm. Du hast gerade schon gesprochen von einem ganz besonderen, mit einer ganz bestimmten Zielgruppe. Mhm. Über was redest du? Ich rede über den Textfaktor. Mhm. War ja ein Female Hackathon und Mhm. zwar haben wir diesen Hackathon zusammen mit Findeep durchgeführt. Mhm. Das war jetzt im April diesen Jahres. Und wir wollten einfach mal ausprobieren, ob eben dieses Format für diese Zielgruppe das Richtige ist. Also ob Mhm. wir diese Zielgruppe damit einfach ansprechen.
und ob wir auch dann Frauen für uns und ja, für die gesamte Branche einfach begeistern können. Und ich glaube, jetzt ohne um uns halt das loben zu wollen, ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist. Zumindest konnten wir uns da mal auf eine andere Art präsentieren und nochmal ganz anders in Interaktion mit dieser Zielgruppe eben kommen. Ja, und da hatten wir ja auch die super Möglichkeit, auch mit euch zusammenzuarbeiten. Insgesamt hatten wir 7 Teams dann vor Ort und es sind auch ganz witzige Ideen rausgekommen. Die Gewinneridee war, wenn ich das gerade nochmal so erzählen kann. Ja, gerne. Die Gewinneridee war ein Angebot für Kinder, um die Kinder eben spielerisch an das Thema Finanzen heranzuführen. Und das ist auf eine ganz witzige Art gemacht. Das nennt sich Space Hamster. Und das Kind musste halt immer diesen Hamster eben füttern durch eben richtige Antworten in Finanzfragen. War ganz, ganz witzig gemacht, also witzig aufbereitet und hat auch eben mal auf eine witzige Art und Weise das Thema eben transportiert. Fanden wir irgendwie sehr gut. Vor allen Dingen einfach mal in einem frühen Alter schon mal mit so einem, wo ja sonst vielleicht jemand sagt, naja, ist ja nicht jetzt so spannend, ja, mal auf eine interessante Art das Thema transportiert. In unserer Zusammenarbeit haben wir im Hackathon etwas gemacht, was ich so tatsächlich vorher noch in keinem anderen Hackathon gesehen habe. Da schließt sich der Kreis zu eurer Zielstellung, auch Kundenbedürfnisse besonders stark in den Vordergrund zu rücken bei der Entwicklung neuer Angebote. Und zwar haben wir den InnoSabi Crowd Supercharger genutzt. Ja. Dir brauche ich es nicht mehr zu erklären, daher vielleicht ganz kurz unseren Zuschauern. Der Supercharger ist eine Anbindung in den InnoSabi-Plattformen an schon existierende Communities. Das heißt, wir können hier quasi man muss nicht mehr seine eigene Community aus Kunden, aus Mitarbeitern, Zulieferern aufbauen, sondern man kann per Knopfdruck auf schon existierende Communities zugreifen. Und das Schöne ist, dass die Antworten unglaublich schnell kommen. Ja? Das sind einfach so viele Menschen, dass man mit den Antworten typischerweise, wenn es wirklich schnell geht, eine halbe Stunde, aber so 1 bis 2 Stunden hat man auf jeden Fall 100, 150, 200 Antworten. Und da ja ein Hackathon tatsächlich ein Live- und ein sehr schnelles Format ist, gibt es tatsächlich eigentlich recht wenig Möglichkeiten, ein so intensives Kundenfeedback sonst zu bekommen. Du kannst natürlich sagen, ich gehe mal eine Stunde auf die Straße und zeige irgendwie einen Prototypen zu den Passanten, die vorbeikommen, aber auch dann hast du eine recht kleine Stichprobe. Genau. Und da haben wir gesagt, da ist eigentlich die Chance, so eure Zielsetzung der Fokussierung auf Kundenbedürfnisse mit diesem schnellen Format zusammenzubringen und haben den Supercharger eingesetzt, um den Teams die Möglichkeit zu geben, wirklich mal einfach ihre Ideen sofort sich zu hinterfragen, zu fragen, macht das Sinn, erfüllen wir wirklich ein Kundenbedürfnis und dann auch ihre Ideen weiterzuentwickeln und daran anzupassen. Ja. Kannst du ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie das dann tatsächlich funktioniert hat, live vor Ort? Ja, sehr gerne. Also erstmal war das ein super Angebot, was wir da tatsächlich machen konnten. Und das war auch das Feedback von den Teilnehmern des Hackathons. Weil der Supercharger hatte nicht nur eben jetzt am Ende der ganzen Kette, der Ideenkette da quasi Einsatz gezeigt, sondern von Beginn an. Ja? Also die Teams sind halt zum Teil schon an den Supercharger heran, um halt eben das Bedürfnis des Kunden halt nochmal besser zu verstehen oder die Nutzergruppe halt eben zu befragen, ob bestimmte Hypothesen, die sie halt entwickelt haben während der Ideation, ob die halt eben korrekt sind und ob sie halt damit dann weiterarbeiten. Und das hat bei einem Team auch ganz gut funktioniert. Und zwar hatten die eine Hypothese entwickelt, aufgrund eben einer Annahme, dass die Gegebenheiten aus dem Nachbarland Holland eben auch so zutreffen wie jetzt hier in Deutschland. Und zwar war ein Teammitglied aus Holland, die halt eben berichtet hatte, dass in Holland es wohl gang und gäbe wäre, dass bei Beziehungen die Frau zum Mann zieht, der Mann hat dann immer schon eine Wohnung oder ein Haus gekauft und das wäre dann vertraglich nicht abgesichert, inwieweit Beträge, die dann da fließen oder auch nicht fließen, im Falle einer Trennung wieder zurückgezahlt oder wie auch immer werden. So. Und aufgrund dieser Hypothese, die das Team dann angewandt hat, in Form von, also weil es in Holland so ist, muss es wohl in Deutschland auch so sein, ist ja das Nachbarland, entwickeln wir mal die und die Idee und sind eben dann
aufgrund des Superchargers ziemlich schnell dahinter gekommen, dass die Hypothese nicht korrekt ist und dass es scheinbar nicht so ein großes Problem in Deutschland ist, wie jetzt beispielsweise in Holland. Und konnten dann sehr schnell nochmal drehen und eine andere Idee entwickeln und die dann letztendlich auch so weit entwickeln, dass sie dann einen guten Erfolg hatten dann am zweiten Tag, als sie die vorgestellt haben. Aber ohne eben, dass sie die Hypothese jetzt entwickelt hätten, wäre es vielleicht nicht so gut ausgegangen. Ja. Von daher war das halt ein gutes Moment und vor allem ein gutes Tool, um eben schnell auch zu erkennen, ob das echte Kundenbedürfnis ist, was vorher herrscht, oder ein echtes Problem oder ein relevantes Problem und somit halt auch eine relevante Idee letztendlich. Ja, super spannendes Beispiel. Ja, ich glaube, das zeigt, wenn man natürlich selbst Ideen entwickelt, man kann ja eigentlich in erster Linie immer nur von seinen eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Werten und Hintergrund ausgehen. Und so, wenn man nicht direkt mit den Menschen spricht, die es nachher auch anwenden sollen, die es betrifft, dann fällt es einem wahnsinnig schwer, ein Konzept für genau diese Menschen zu entwickeln. Richtig, und das ist natürlich eine schöne Geschichte, dass da der Supercharger so intensiv helfen konnte. Ja, cool. Dann hat man auch schon gesehen, dass halt eben diese Iterationsschleifen, das braucht ja auch meist auch mehrere, ne? Also man hat ja dann wieder was verstanden und dann macht man ja weiter. Und das haben die Teams auch konsequent genutzt. Also sie waren halt dann mehrmals da und sind dann immer wieder einen Schritt weiter gekommen und dann wieder zurück. Und dann hat man richtig gesehen, was sie mit dem Feedback gemacht haben, wie sie das eingebaut haben und wie sie dann letztendlich bei dem Pitch dann auch ganz selbstbewusst da vorne standen und sagten so, nee, wir wissen, unsere Nutzer, unsere Kunden wollen das, weil wir haben es nachgefragt und wir haben halt dafür eben auch quasi valide Antworten erhalten. Das war halt extrem gut, muss ich sagen. Ja. Das ist natürlich auch in dem Fall dann Teammotivation, zu wissen, du machst was Sinn macht. Genau. Und du sprichst gerade dieses iterative Vorgehen an. Das ist natürlich, kennen wir vielleicht aus Design Thinking Methoden, ist immer wieder nachfragen, immer wieder anpassen, iterieren, natürlich auch Teile des agilen Prozesses. Was mit dem Supercharger ja dadurch, dass er so schnell ist, besonders gut geht. Ja, du kannst halt mal einfach fragen und du kannst vielleicht erstmal im ersten Schritt nur 5 oder 10 Antworten einholen und wenn du merkst, schon allein mit denen kannst du dein Konzept weiterentwickeln, dann stellst du die nächste Frage halt ein bisschen anders. Ja. Und, genau, eben. Siehst schon Trends, und musst halt nicht Zeit eben auf der Straße jetzt verbringen. Und vor allen Dingen, der Supercharger gibt dir auch die Möglichkeit, auch bestimmte Regionen auch einzuziehen. Ja? Und du kannst auch noch bestimmte Zielgruppen mit Alter und so weiter noch bestimmen. Das war halt auch extrem hilfreich. Vor allem, wenn ich jetzt nochmal an die Gewinneridee denke, da haben wir halt auch eine ganz bestimmte Zielgruppe, wo wir ja sowieso schon so spitz waren, auch nochmal da befragt, ob diese Idee halt gut ist. Wenn ich mir jetzt überlege, das Team wäre jetzt auf die Straße gegangen und hätte gewartet, bis halt dann genau diese Personengruppe vorbeikommt. Hätte vielleicht etwas länger gedauert. Ja. Somit war das super. Und Feedback war auch von den Teams durchweg, dass sie schon öfter an Hackathons teilgenommen hätten, aber so eine Möglichkeit noch nicht angeboten wurde. Und dass sie halt wirklich sehr froh sind, dass sie zum einen Inusabi kennengelernt haben und zum anderen halt eben das Tool Supercharger und das halt extrem hilfreich fanden bei der Entwicklung. Ach toll. Ja, uns hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. In so einem Hackathon ist es einfach mal toll zu sehen, wie motiviert die Leute sind. Und wenn du dann nochmal so eine Zusatzmotivation durch ein Tool bekommst, ist es natürlich für uns auch immer total toll. Ja. Ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zu dem, was ihr tagtäglich tut. Der Hackathon war ja quasi ein Event. Wie siehst du den Einsatz von dem Supercharger möglich, quasi in digitalen Strategien ganz grundsätzlich und jetzt nicht nur im Format Hackathon? Also wenn man sich ja mal so eine Innovationspipeline mal anguckt oder so einen Trichter anguckt, da könnte ich mir halt extrem gut vorstellen, dass an verschiedenen Stationen so ein Supercharger Sinn macht. Also nicht nur an einer bestimmten, sondern wie wir das jetzt hier im Kleinen gesehen haben beim Female Hackathon, hatte der ja auch während des Gesamtprozesses an verschiedenen Stationen, also vom Beginn an bis zum Ende, also bei Ideenentwicklung schon, bis halt zu der fertigen Lösung oder bei dem fertigen Konzept, immer mal wieder Ansatzpunkte gehabt. So. Und so kann ich mir das halt eben auch bei einem Innovationstrichter oder bei einer Innovationspipeline von einem großen Unternehmen, auch wie wir es sind, gut vorstellen, dass es immer an verschiedenen Stationen Sinn macht, entweder durch digitale Möglichkeiten, wie jetzt ein Supercharger, die Kunden eben aktiv mit einzubinden in den Prozess, um herauszufinden, ob man immer noch auf der richtigen Spur auch ist. Was, glaube ich, aber immer eine gute Ergänzung ist, man immer auch weiterhin das persönliche Gespräch halt führen und suchen sollte. Ja. Ganz klar. Also da sind wir auch ein ganz, ganz großer Advokat. Das ist immer die Verbindung von Online- und Offline-Methoden. Ja, wir glauben nur, dass Online kann diesen Prozess grundsätzlich schneller machen.
Aber dass es offline nicht komplett ersetzen kann. Ne? Super, in diesem Sinne freue ich mich, dass nicht nur, dass wir so toll zusammengearbeitet haben, dass du heute hier warst, und ich freue mich vor allem auch, wie wir gemeinsam weitermachen. Ja. Danke dir für deine Zeit und danke Ihnen allen, dass Sie heute uns zuschauen. Biete Ihnen an, dass Sie uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren, wenn noch Fragen offen geblieben sind, sei es zum Hackathon, sei es über den Supercharger oder auch einfach nur dass wir für einen Kaffee vorbeikommen wollen und uns kennenlernen wollen. Jederzeit. Du kannst, glaube ich, bestätigen, das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall, super. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und alles gut. Tschüss.